Hallo liebe Sprachenlerner und Panda-Freunde, willkommen zu meinem Video über effektives Sprachenlernen. Würdet ihr gerne eine neue Sprache lernen oder seid ihr vielleicht sogar schon dabei, aber das stupide Auswendiglernen von Vokabeln nimmt euch immer mehr die Motivation? Heute schauen wir uns gemeinsam an, wie es besser geht. Wie ihr euch denken könnt, ist es äußerst ineffektiv, langweilig und frustrierend, Sprachen durch stures Auswendiglernen zu lernen. Es widerspricht auch allen wissenschaftlichen Erkenntnissen über unser Gehirn, unser Gedächtnis und den Lernvorgang an sich. Unser Gehirn braucht nämlich Verbindungen zu bereits Gewussten, um neues Wissen im Gedächtnis zu verankern und nicht gleich wieder alles zu vergessen. Außerdem sollte der Lernstoff uns auch emotional nicht vollkommen kalt lassen. Zum Glück gibt es bewährte Gedächtnistechniken, die das Sprachenlernen nicht nur effizienter, sondern auch zu einem sehr viel unterhaltsameren Unternehmen machen. Zunächst können wir für alle Sprachen interessante und lustige freie Assoziationen nutzen. Das sind einfach Bilder in unserem Kopf oder wie wir auf Deutsch so treffend sagen, Eselsbrücken. Hier ist gleich ein praktisches Beispiel für euch. Das ist ein Panda und ich meine mit Panda Panda, denn Pan ist natürlich das Brot auf Spanisch und dieses Wort wollen wir heute lernen. Und dafür haben wir dann eine großartige Assoziation. Natürlich gibt es noch viele andere Möglichkeiten. Sucht euch die Verbindung, die Eselsbrücke aus, die sich in eurem Gehirn besonders gut verankern lässt. Zum Beispiel Panik, Pan, Pandemie, Pan, Panorama, Pan, Panther, Pan und macht euch eine kleine Geschichte dazu. Wie auch immer, dieses Beispiel ist ziemlich perfekt, weil Pan ausgesprochen und auch genauso geschrieben wird wie der Anfang unseres Ankerwortes. Zum Glück spielt es aber keine allzu große Rolle, ob die Aussprache genau gleich ist. Bei unseren Assoziationen hat das Wort, das uns helfen soll, manchmal eine sehr ähnliche Aussprache, manchmal ist die Schreibweise ähnlicher. Lasst uns das gleich an einem Beispiel ausprobieren. Angenommen, wir möchten venire lernen, was auf Italienisch einfach kommen bedeutet. Da wir als Italienischschüler sowieso gerne Italien besuchen, gibt es hier wohl kaum eine stärkere Eselsbrücke als ich komme nach Venedig. Auch wenn das Wort ab dem 4. Buchstaben von venire abweicht, wird es uns doch kinderleicht fallen, dieses wichtige Verb in unser Langzeitgedächtnis zu bekommen. An dieser Stelle ein ganz wichtiger Hinweis. Motivation ist ganz entscheidend zum Sprachenlernen. Nur wenn du dir klar gemacht hast, warum du eine Sprache lernst und dir das immer wieder ins Gedächtnis rufst, wirst du langfristig motiviert bleiben, auch wenn du einmal in einem tiefen Tal der Tränen sitzt und eigentlich das Sprachenlernen beenden möchtest, weil du denkst, du hast ein Plateau erreicht und kommst nicht mehr weiter. Auch für einzelne Vokabeln brauchen wir sozusagen eine Art Mikromotivation. Das heißt, unsere Eselsbrücken sollten für uns persönlich, subjektiv, emotional so wichtig sein, dass wir so unserem Gehirn sozusagen das Signal senden, bitte das nicht vergessen, das ist eine interessante Information, die wir im Gedächtnis behalten sollten. Aus demselben Grund nutzt bitte eure ganze Fantasie und all eure Sinne für eure kleinen Gedächtnisgeschichten. Der Panther kann brüllen, weil er kein Brot, sondern Fleisch will, zum Beispiel. Oder jemand krallt voll Panik seine Hände in sein letztes Brot und spürt die harte Rinde und das weiche Innere und so weiter. Die gute Nachricht ist, solche Eselsbrücken, Assoziationen funktionieren für alle Zielsprachen. Natürlich hilft es, wenn sich zwei Sprachen zum Beispiel im Lautinventar ähneln.
Trotzdem lässt sich dieses Verfahren auch sehr gut für sehr distante Sprachen wie Chinesisch, Arabisch, Suaheli oder Nahuatl anwenden. Auch hier möchte ich euch natürlich ein Beispiel geben. Habibi ist arabisch und heißt Liebling, mein Geliebter. Das Wort ist ja inzwischen auch in der deutschen Jugendsprache angekommen, aber lasst uns mal annehmen, dass wir es noch nicht kennen. Ich finde, es klingt sehr ähnlich wie Deutsch hab dich lieb. Wenn man das so zusammenzieht, ja, der Anfang ist ganz gleich und dann finde ich noch einige Buchstaben, die passen. Alternativ könnten wir auch mit der Eselsbrücke Habicht arbeiten, um gleich die ersten 4 Buchstaben abzudecken. Stellt euch dabei vor, wie ihr zum Beispiel mit eurem Lieblingshabicht kuschelt oder auf die Jagd geht, was immer euch am meisten Spaß macht. Es gibt noch eine andere geniale Methode, das Lernen mit Etymologien, also der Wortgeschichte, wo die Wörter herkommen. Ihr könnt euch das wirklich wie eine Art Familie vorstellen. Es gab einen Urahnen, das wäre im Fall der deutschen Sprache das Indogermanische. Der hatte sozusagen Sprachnachwuchs und seine Kinder bildeten mit der Zeit Sprachfamilien wie Germanisch, Romanisch, Slawisch oder Indo-Iranisch. Und diese wiederum haben auch wieder Kinder bekommen. Bei Germanisch wäre das neben Deutsch und Englisch zum Beispiel auch die skandinavischen Sprachen. Die stehen uns also sprachgenetisch am nächsten und teilen somit auch oft den meisten Wortschatz mit dem Deutschen. Aber auch die Cousins ersten Grades, wie ich sie nennen möchte, zum Beispiel die romanischen Sprachen oder die slawischen Sprachen, teilen noch sehr viele erkennbare Wortverwandtschaften mit dem Deutschen und Englischen. Weiter entfernt, sozusagen Cousins zweiten Grades, sind zum Beispiel die indoarischen Sprachen. Hier werden wir uns schon etwas schwerer tun, hilfreiche Verbindungen aufzudecken. Aber dafür sind diese umso faszinierender. Habt ihr zum Beispiel gewusst, dass Yoga und Joch vom selben Urahnenwort abstammen? Interessanterweise gibt es übrigens auch Singles in unserer Familie. So sind Albanisch, Griechisch oder auch Armenisch alles indogermanische Sprachen, haben aber keine lebenden näheren Verwandten. Was mir aber am wichtigsten ist, diese Methode ist keinesfalls nur für Sprachwissenschaftler geeignet. Wirklich jeder von uns kann im Internetzeitalter davon profitieren. Gerade wenn ihr indogermanische Sprachen lernt, solltet ihr also unbedingt diese Methode ausprobieren. Das ist wirklich ganz einfach. Ihr geht in das englischsprachige Wiktionary und tippt euer Zielwort ein. Dann klickt ihr euch durch zur Etymologie und schaut nach, ob es nicht ein verwandtes Wort in einer euch bekannten Sprache gibt. Das muss gar nicht eure Muttersprache sein, natürlich. Angenommen, ihr möchtet das englische Wort small für klein lernen. Klein klingt erstmal überhaupt nicht ähnlich. Aber dann seht ihr im Wiktionary, dass es im Deutschen einen sehr engen Verwandten gibt, nämlich schmal. Natürlich werden die meisten von euch genau dieses englische Basiswort small schon kennen. Aber hier geht es ums Prinzip und glaubt mir, auch als fortgeschrittener Englischlerner bleibt diese Methode unglaublich hilfreich bei verwandten Wörtern, die nicht sowieso auf den ersten Blick ins Auge springen. Lasst uns noch ein Beispiel aus dem Französischen nehmen. Vaisselle bedeutet Geschirr und hört sich erstmal ziemlich schwierig für Deutschsprechende an. Wenn wir aber in Wiktionary nachschauen und herausfinden, dass es mit unserer deutschen Vase verwandt ist, haha, dann haben wir so einen Heureka-Moment und können das Ganze ein bisschen entspannter sehen, bis natürlich auf die französische Aussprache. Übrigens eignen sich die romanischen Sprachen extrem gut auch dazu, mit Fremdwörtern zu arbeiten. Solche Wörter sind aus diesen Sprachen direkt ins Deutsche übernommen worden. Ich denke da nur an ein Je m'appelle, ich heiße, ich nenne mich und das deutsche Fremdwort Appell.
Hier öffnet sich für uns dann ein ganz neues Feld und die Wortverwandtschaft spielt hier wiederum keine Rolle mehr. Vielmehr geht es darum, wie viel Kontakt die beiden Sprachen in der Vergangenheit hatten, und das sind oft auch Sprachen, die genetisch überhaupt nicht verwandt sind. Zum Beispiel kennt die indonesische Sprache das Wort Haltebus. Das hat sich noch aus der niederländischen Kolonialzeit erhalten und kann uns auch natürlich helfen, falls wir Indonesisch lernen möchten. Wie ihr seht, die Möglichkeiten sind geradezu unendlich. Natürlich wird es euch passieren, dass ihr kein verwandtes Wort oder Fremdwort findet. Oder die haben sich so auseinanderentwickelt, dass sie nicht mehr so recht für eine starke Verbindung taugen. Aber keine Angst, in einem solchen Fall könnt ihr immer zum freien Assoziieren zurückkehren, also zu unseren Eselsbrücken, oder ihr probiert irgendeine andere sinnvolle Gedächtnistechnik aus. Nur bitte tut mir einen Gefallen und versucht nicht, Wörter durch stures Auswendiglernen in euer armes Hirn zu pauken. Wenn euch dieses Video gefallen hat und es hilfreich für euch war, lasst mir bitte ein Like da und abonniert meinen Kanal für mehr interessante Lifehacks zum Thema effektiv Sprachen lernen. Bis bald, sagt Lang Panda! Hallo Freunde, ich bin Lang Panda. Ich lehre Sprachen ganz ohne Propaganda. Assoziationen, Etymologie und Spaß. Beim Sprachenlernen geben wir jetzt Gas. Dein Sprachkurs frustriert dich, er lässt dich allein. Vokabeln pauken, das muss doch nicht sein. Lern Sprachen mit mir und du wirst ein Sprachenmeister. Effektiv und lustig, das weckt die Lebensgeister. Lang Panda, Sprachen lernen, das ist dein Plan. Ein Sprachenpanda, der alles kann. Lang Panda, Sprachen lernen, das ist dein Glück. Zum Sprachen Schwarzgurt, Stück für Stück. Kein ödes Pauken, kein Blick ins Leere mehr. Die Eselsbrücken helfen uns viel mehr. Von Chile bis Peking, du plauderst ganz frei. Bei jeder Unterhaltung bist du voll dabei. Dein alter Kurs, der ist nicht gut, oh nein. Nur blödes Büffeln, das kann's doch nicht sein. So eine Bildung brauchen wir nicht, das ist doch klar. Noch ein Ziegel in der Mauer, es klingt furchtbar. Aus diesen Ziegeln bau dir lieber Eselsbrücken. Und dein Spracherfolg, er wird dir glücken. Lang Panda, Sprachen lernen, das ist dein Plan. Ein Sprachenpanda, der alles kann. Lang Panda, Sprachen lernen, das ist dein Glück. Zum Sprachen Schwarzgurt, Stück für Stück. Lang Panda, Sprachen lernen, das ist dein Glück. Zum Sprachen Schwarzgurt, Stück für Stück.